Hallo, schön, dass du da bist. Du bist schwanger oder hast bereits Kinder? Du kümmerst dich um pflegebedürftige Angehörige? Solltest du einmal aus familiären Gründen nicht in der Lage sein, eine Studienleistung oder Prüfung zum vorgesehenen Termin innerhalb einer vorgesehenen Dauer oder Bearbeitungszeit am vorgesehenen Ort oder in der vorgesehenen Form erbringen, kannst du einen Ausgleich dieses Nachteils beantragen. Der Nachteilsausgleich für Studierende mit familiären Aufgaben ist Bestandteil der zentralen Studien- und Prüfungsordnung der Humboldt-Universität. Er greift dort, wo familiäre Verpflichtungen die vorgesehenen Erbringungen von Studien- und Prüfungsleistungen erschweren und ermöglicht so beispielsweise Fristverlängerungen oder das Erbringen von Ersatzleistungen. Die Regelung zum Nachteilsausgleich gilt für Schwangere und für Studierende, die Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren pflegen und erziehen oder pflegebedürftige nahe Angehörige im Sinne des Pflegezeitgesetzes pflegen. Wichtig zu wissen ist für den Nachteilsausgleich, dass man versteht, dass es sich dabei nicht um eine pauschale Regelung handelt, sondern dass der immer dort greift, wo auch tatsächlich ein Nachteil entsteht durch die familiären Verpflichtungen. Beispiele, die sich ganz gut eignen, um das zu veranschaulichen aus unserer Praxis, aus unserer Beratungspraxis, wäre zum Beispiel, dass Ihr Kind erkrankt, während Sie sich in der Bearbeitungszeit einer Hausarbeit befinden und dadurch einfach die vorgegebene Frist für die Abgabe nicht einhalten können. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass Sie Schwangerschaftsbeschwerden haben und Ihnen deswegen die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung nicht möglich ist und Sie die Anwesenheitspflicht nicht erreichen können. Ein weiteres Beispiel könnte sein, dass die Kita-Schließzeit in die Zeit der Prüfungsvorbereitung fällt und Sie dadurch einfach tatsächlich einen Nachteil haben, weil Sie weniger Zeit haben, genau, sich vorzubereiten auf die Prüfung. Also, je nachdem, welcher Bereich Ihres Studiums aktuell von dem konkreten Nachteil betroffen ist, sieht die Anwendung des Nachteilsausgleiches in den Bereichen auch unterschiedlich aus. Das heißt, der Nachteilsausgleich kann einmal angewendet werden für den Bereich der Prüfungsleistung, kann angewendet werden für den Bereich der Studienleistung und auch für die Platzvergabe. Genauer bedeutet das zum Beispiel für die Prüfungsleistung, dass Sie beantragen könnten, dass die Bearbeitungsfrist für eine Hausarbeit verlängert wird, dass Sie eine alternative Prüfungsform beantragen, immer dann, wenn die vorgesehene Prüfungsform für Sie aufgrund des entstandenen Nachteils nicht realisierbar ist. Das müssten Sie dann auch entsprechend gut begründen können. Dazu kann aber auch gehören, dass Sie zu einem Zweittermin als Erstversuch zugelassen werden. Bei Studienleistungen ist eigentlich das größte Thema immer die Erreichung bzw. Nichterreichung der Anwesenheitspflicht von 75%. Und die könnten Sie ausgleichen, indem Sie zum Beispiel vorschlagen, eine kurze Literaturzusammenfassung zu erstellen. Genau, das gilt auch, wenn Sie durch Verpassen eines Seminars zum Beispiel ein Referat nicht halten könnten. Auch da könnten Sie einfach eine Literaturzusammenfassung als Nachteilsausgleich vorschlagen. Bei der Platzvergabe ist es so, dass die Situation entstehen kann, dass Sie im Rahmen Ihres Studiums an einer Pflichtveranstaltung teilnehmen müssen. Und die wird jeweils zu unterschiedlichen Zeiten angeboten. Und alle bis auf eine dieser Zeiten ist für Sie nicht realisierbar aufgrund Ihrer Familienverpflichtungen, weil sie zum Beispiel außerhalb der Kita-Öffnungszeiten liegen, sodass Sie dann einen Antrag auf bevorzugte Platzvergabe zu der Teilnahme an der einen Lehrveranstaltung stellen, genau, an der Sie eben teilnehmen können. Da ist immer ganz wichtig, dass man bei dem jeweiligen Institut einmal nachfragt, wie das konkrete Verfahren aussieht, weil genau, die das einfach jeweils individuell regeln. Und auch wichtig zu wissen ist, dass man leider nicht davon ausgehen kann, dass alle Anträge bewilligt werden, weil es auch einfach eine höhere Nachfrage danach gibt. Im Zweifel sollte man darauf vorbereitet sein, für jede Form des Nachteilsausgleiches, dass man den entsprechenden Nachteil auch sozusagen nachweisen kann. Also
Es kann sein, dass der Dozierende oder der Prüfungsausschuss von Ihnen verlangt, dass Sie diesen Nachteil in irgendeiner Form beweisen können. Wenn Sie sich einmal unsicher sein sollten, ob sozusagen der vorgeschlagene Ausgleich, den Sie anbieten wollen, ausreicht oder ob das passt, könnten Sie einerseits bei uns auf der Website des Familienbüros nochmal nachschauen, weil alle Regelungen und die Anwendungsmöglichkeiten dort nochmal aufgeführt sind. Sie könnten aber auch den direkten Kontakt zu Ihren Dozierenden suchen. Und zuletzt könnten Sie auch die Studienfachberatung kontaktieren, weil die einfach diejenigen sind, die sich mit Ihrem Studiengang am besten auskennen. Ich hoffe, dass meine Ausführungen zum Nachteilsausgleich Ihnen schon eine erste Hilfestellung sind. Wenn Sie aber weitere Fragen haben, können Sie auf jeden Fall das Familienbüro jederzeit kontaktieren oder auch von unserer offenen Sprechstunde mittwochs Gebrauch machen. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Studium und vielleicht bis bald. Über den Nachteilsausgleich entscheiden die Lehrenden, soweit es um Studienleistungen geht, und der zuständige Prüfungsausschuss, soweit es um Prüfungen geht. Anträge auf Nachteilsausgleich, die Studienleistungen betreffen, stellen Sie direkt bei Ihrer Dozentin bzw. Ihrem Dozenten. Betrifft Ihr Antrag eine Prüfungsleistung, so schicken Sie diesen schriftlich, beispielsweise als E-Mail, an den zuständigen Prüfungsausschuss. Den Kontakt zum Prüfungsausschuss erhalten Sie von Ihrem Prüfungsbüro. Anträge auf Nachteilsausgleich benötigen keine bestimmte Form. Allerdings bieten einige Institute Vorlagen an. Auch auf der Webseite des Familienbüros stellen wir Ihnen ein Formular für den Antrag auf Nachteilsausgleich zur Verfügung. Dieses können Sie gerne verwenden. Wir empfehlen, die Anträge schriftlich zu beantragen. Wichtig ist weiterhin, dass Sie den Antrag nicht rückwirkend stellen, sondern dann, wenn der Nachteil tatsächlich eintritt oder sich abzeichnet. Sollten Sie sich in Ihrem Antrag beispielsweise auf die Erkrankung Ihres Kindes beziehen, stellen Sie diesen, sobald diese eingetreten ist und nicht im Nachhinein.